welcome back bei dem ersten Flugvideo heute, oder besser gesagt das erste Flugvideo überhaupt auf meinem Kanal heute mit der PMDG 777 von FedEx auf dem Weg von Köln in den Süden nach Wien. Der Flug wird so, ja, gute, lass mich nicht lügen, mal schauen, schnell auf den Flugplan schauen. Der Flug wird 1 Stunde und 1 Minute dauern. Ich werde in dem ersten Part hier jetzt vom Cold and Dark Modus das Flugzeug in den fertigen Modus bis zum Start wird das Video gehen. Da sieht man schön den Mond, den Vollmond. Schönes Wetter hier in Köln. Kaum bewölkt. Und um 8:30 bestes Flugwetter. Ja, einfach wunderschönes Flugzeug, muss man sagen. Ich habe schon die APU gestartet, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Würde ich sagen, gehen wir mal ins Cockpit, holen uns schon mal die Flugfreigabe. Delivery FSX 739, departing position is Terminal 1 Gate 97 with information tank request clearance. So, APUs an, Emergency Lights sind armed, ADRU is on, Exit Auto. Navlight ist on. Würde ich sagen, legen wir doch mal hier auf FMC los. FSX Fuel. Wir haben für diesen Flug heute 16 Tonnen und 269 Kilogramm dabei. Payload, Zero Fuel Weight haben wir 201, hoffentlich übernimmt er das jetzt mal. Also wir haben 55 Tonnen auf dem Main Deck, haben vorne Cargo 10 Tonnen, haben hinten 13,5 Tonnen und haben im Pult noch 1250 Tonnen. Zero Fuel passt noch nicht. Müssen wir noch runtergehen. Der Wahnsinn. Oh, meine Güte. Alles passt. Würde ich sagen. GSX lässt uns natürlich auch nicht den Ground Service machen. Na toll. Freut man sich natürlich. Da freut man sich natürlich. FMC. Wir stehen in Köln. Echo Delta Delta Kilo. Ungate. Lasst mich nicht lügen. Das weiß ich gerade leider nicht. Holen uns die Position. Echo Delta Delta Kilo nach Lima Oscar Whisky Whisky. Flight Number. Wir sind die FedEx
FSX 739er. Die aktuelle Runway in Köln ist 1,4 links. Die Alternates auf diesem Flug sind einmal wo steht es nochmal? Clearance delivery FSX 739 with information uniform request clearance. Das ist halt der Wahnsinn, was ist denn jetzt hier los? Das nimmt doch nicht mehr meinen Flugplan an. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Ja, also 5000 Fuß ist schon mal MCP Altitude. Die Alternates auf dem Flug gibt es nur einen und der ist L Lima Hotel Papa Alpha. Lima Hotel Papa Alpha. Bei der Request sind. Müssen wir noch kurz warten. Ah ja, die PMDG, das ist schon wirklich kinderleicht, wenn man das einmal verstanden hat. So. Zero Fuel Weight, dann haben wir Reserve. Normalerweise ist ein bisschen drüber 7 Tonnen. 7,1 Tonnen. Meistens ist Frequesten. Das dauert immer ein bisschen. FS2 Crew. Wir können einen D-Rate machen von 82% N1, nicht schwer, 5% Flaps, Config 25. Der Takeoff Weight normalerweise müsste 257 sein. Das gibt's doch nicht. Meine Güte, jetzt schon wieder Probleme über Probleme. Der aktuelle Wind auf der Runway ist 120 bei 2 Knoten. Und vor Left. Wir fliegen heute raus über die Kumik 5 Foxtrot. Activate and execute takeoff. Sufficient fuel. Würde ich mal sagen, nehmen wir doch noch ein bisschen mehr Sprit mit. Obwohl, das müsste eigentlich reichen. Takeoff Weight, der musste erstmal so bleiben. Trimmen die ganze Geschichte schon mal 2,75. Geh runter, geh runter, geh runter. Stopp. Throttle im Pass, Takeoff passt. Route passt noch nicht. Kumis geht draußen über L Lima 60 Free.
Tesca über die UL 603 nach Esati. Dann über die UL 984 nach Raspu. Über die UZ 660 weiter nach etwas. Über die UZ 37 nach Budex. Das nächste Mal lasse ich mir eine Route geben, das ist mir zu viel zum Eingeben. Über die UZ 205. Ach, fehlen. Klick auf Post, Insufficient Flug, wegklicken. Arrival liegt im Moment, muss ich kurz nachschauen, in Wien bei Runway 34. Veneto Whisky. Haben wir davon noch einen Punkt? Index. Ist der Climb. Ich würde sagen, die müssen wir doch noch ein bisschen Fuel mitnehmen. So 22 Tonnen. Ja, aber wir versuchen es mit 35 Tonnen. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Transition Altitude sind 10.000 Fuß. Schauen uns dann mal schnell die Route an. Werden dann Richtung Süden fliegen, also gerade nach Südosten. Werden dann eine Schleife, das müssen wir dann vom Controller die Headings geben lassen. Ja, soweit passt alles. So, dann geben wir uns mal das Wetter. Geben dem Co-Piloten das Terrain. Checklisten, dann können wir noch abarbeiten. Oxygen tested 100%, Flight Instruments, Heading. Das müssen wir noch einstellen. 37 Grad. 100.
36 wird erstmal gestiegen, dann tun wir den Fletch auf 145 machen. Dann haben wir das soweit. Flight Directions können wir auf On machen. Check Parking Brake ist set. Full Start. Signs können wir auf Auto machen. Das Logo Light on. Und schon mal die Hydraulik auf Auto machen. Tun die Fuel Pumps auch schon mal auf On machen. Soweit alles. MCP ist set, V2 ist 130 Knoten, Heading 137, Altitude 5000 feet, Takeoff Speeds V1 121, VR 122, V2 130 Knoten, CD Pre-Flight Checklist completed, Trim ist 3.0. Das ist set. Taxi und Takeoff Briefing complete und die Beacon können wir auch schon mal auf On machen. Bevor Taxi kommt, gleich dann können wir die Engine Page heranholen. Clearance delivery FSX 739. Our parking position is Terminal 1 Gate 27 with information uniform. Request clearance. Jetzt frage ich mich immer noch, warum er es mir nicht annimmt. Muss ich mal schnell schauen. Was ist denn der aktuelle Departure Clearance für Köln? Langen Raider. Geht schon wieder um Langen Raider. Ich brauche aber die Clearance. Da steht der Langen Raider. Die Artis wäre zum Beispiel 112, versuchen wir das mal. Okay, das ist es schon mal nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Ground ist 121, 725. Hello, good morning, Qualität 9, rocket to runway. Airport 9, hello, taxi next right into Echo, Alpha 5, and then taxi Mike Blue. Echo Alpha 5, and then can you repeat please? Fire Mike Blue, and your gate is Delta 6 right. Die Deliveries 121, 850. Guten Tag, Easy 7054 Delta 31009, crash please to Echo Golf Papa. Easy 7054, no service crew, clear to Liverpool via Melbourne 9 Bravo, flight time route. Squawk 2562. Das gibt's doch nicht. Cleared, flight time route, Northern 9 Bravo, 256 to the Squawk, Easy 7054. Right. Müssen wir kurz den Flugplan bearbeiten. Wir stehen auf Position Echo ABCDE Echo 10, wenn mich nicht alles täuscht. E14.
Müssen wir nochmal kurz beenden. Ja, das ist wieder irgendwelche Anfängerfehler, das ärgert mich so. Das ist 14. Speichern, Flug, jetzt fliegen. Ja. Ja. Clearance delivery FX 739 with information uniform request clearance. Clearance delivery FX 739. Departing position is Terminal 1 Gate East. 14 with information uniform request clearance. Also das ist heute irgendwie wie verhext, das gibt's doch nicht. Warum nimmt er mir denn jetzt einfach nicht? Ich lasse mich auch nicht losfliegen. Da ist die ATI erstmal. Leider Deckbrake, clear freefake correct and report your parking position. Okay, schönen Dank, Telecom 172. Clearance delivery FX 739 with information uniform request clearance. FX 739. Ah, jetzt endlich. ATC clearance to LWW via PMDG 3 Echo departure route. Runway 14 right. Initial altitude is 4,000. Expect flight level 103. Transponder to 7136. QNH 1019er. Clear to LLWW via KU India 3 Echo, climbing to 5,000, flight level 110 within 10 minutes after departure. Transponder to 7136, FDX 739er. FDX 739er, read back correct, contact ground control on 121.72. 121.7, FDX 739er. So, dann sind wir quasi fertig. Jetzt wollen wir... Ground control, FDX 739er. Request startup and pushback. FDX 739er, startup approved. Startup approved. FDX 739er. German Wings 784, line up and wait 3 to right. Dann können wir Pushback. Lufthansa 6 Hotel X-Ray, next left Alpha 4 and Alpha, ground 12172, tschüss. Next left Alpha 4 and Alpha, 12172, Lufthansa 6 Hotel X-Ray, tschüss. Ground control, UPS 203 is cleared off the runway. Request taxi for parking. 203, taxi via Echo to gate Left. 11. Via Echo to gate west 11. UPS 203. Muss mir wirklich mal Ding zulegen. FS2 Crew für die PMDG. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung für die Anfängerfehler, aber es ist immer, es passiert mir immer zu den unpassendsten Momenten. Okay, enter Alpha 2, call tower 12497. 12497 and clear to enter auto. Clearance at home. Ich habe den Sound vom ATC ein bisschen leiser gestellt. So. Wie sieht's aus?
wir. Okay, parking brake is off, third push. Parking Brakes ist off. Es wäre schön, wenn er uns lospushen würde. Turkish 1672, clear check. Turkish 1672, taxi to in position 3 to right via Mike 2, Alpha. Start engine number 2. Dann setzen die Flaps auf 5. Schön das Triebwerk hoch. 28 Grad im Moment nur. Gleich kommt der Sprit dazu. Jetzt geht dann auch die Temperatur hoch. Sehr schön, dann geht auch die Temperatur. Ah, gut, wir haben anscheinend nicht den besten Pusher heute. Counter load, German 396, request taxi for runway 25. 396, taxi in position runway 25. Machen Engine Number 2. Engine Number 1. Gut ist bei der PMDG, man kann einfach direkt den Sprit dazu geben. Das tut der automatisch machen. On the right side of the airplane, and we'll see you guys next time through. Roger that, have a good flight. Stellen das schon mal auf TA in Array, die Flugzeuge zu sehen. Engine Nummer 2 geht jetzt auch schön hoch. So. Schön die Schultern, wenn die kalt werden, kann man noch so wärmen. So, die sind erfolgreich gestartet. Checklist, Doors and Close. Können somit auch die APU auf Off stellen. Können dann schon mal Taxi Lights anmachen. Und holen uns die Checkliste. For Taxi NDIS is not required, recall checked. Flight Controls können wir gleich checken. Ground Equipment ist clear. Ich muss noch schnell meinen Joystick vorholen. So. Flight Controls page, full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral, flight controls sind checked. Dann das Flight Controls sind checked. Jetzt auch noch pro ITC gerade abgestürzt. Und das ist natürlich sehr toll. Na gut. Kommt wohl alles zusammen, aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, das erste Video muss jetzt nicht gerade wie von einem Profi sein. Ich hoffe, das könnt ihr mir irgendwie verzeihen. Dann noch schnell meinen Joystick hin basteln. Und dann die Parking Brake releasen. Fangen an zu taxen. Lichter sind alle an.
gut, dass ich jetzt voll in das Fahrzeug rein taxi. Dann müssen wir uns wohl selber die Freigabe für den Start geben. Machen schon mal die ganzen Lichter an. Amen. Wiener noch nicht. Elnaf auf jeden Fall schon mal. Approach Sektor ist clear. Wir rechts auch und sagen approaching 1-4 left. Line up and wait runway 14 left. FedEx. So, dann starten wir mal die Glock. On runway 14 left. Uns noch ordentlich aus. Armen die Bricks. Würde jetzt sagen, fliegen wir über den Nachthimmel von Köln hinweg. N1 und Takeoff. Power is set, SRS runway. On Andrew rotate. V2. Positive rate, gear up. Steigen nun über den Nachthimmel von Köln. Hinweg. Das Ganze sieht dann so aus. Climb 200. Können jetzt auch Elnaf. Wie noch nicht. Können jetzt Flaps 1 setzen. Machen somit auch die Runway und Taxi-Light aus, weil sieht man nicht mehr durch das Fahrwerk, ist ja oben. 1000 Fuß, geben uns mal die Erlaubnis, um auf 13.000 Fuß steigen zu dürfen.
So. Dann können wir auch LNAV jetzt machen und setzen Flaps ab. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal. Ich melde mich dann wieder, wenn ich im Anflug bin. Bis dahin viel Spaß euch noch. Part 2 wird dann morgen kommen. Tschüss.